Temporale Präpositionen. Hast du Probleme mit den temporalen Präpositionen? Mit diesem Video bekommst du alle Informationen zu allen Präpositionen auf einen Blick. Temporale Präpositionen geben zeitliche Beziehungen an. Hier findest du Beispiele zu temporalen Präpositionen, die du schon kennst. Temporale Präpositionen sind Präpositionen, die sich auf einen Zeitpunkt oder eine Zeitspanne beziehen. Man fragt mit wann? Wie lange? Wann beginnt der Unterricht? Der Unterricht beginnt um 9 Uhr. Wie lange arbeitet sie? Sie arbeitet von 8 Uhr bis 16 Uhr. Temporale Präpositionen bestimmen einen Zeitpunkt. Wann? Wir erklären die Präpositionen. Am. Im. Um. Vor. Nach. In. An plus Dativ wird mit Wochentagen oder bestimmten Tageszeiten verwendet. Am Plusdatum Tageszeit Wochentag. Möchten Sie an der Prüfung am 12. März teilnehmen? Möchten Sie an der Prüfung am 12. März teilnehmen? Die Prüfung findet am Vormittag statt. Die Prüfung findet am Vormittag statt. Am Montag können Sie Ihr Zeugnis abholen. Am Montag können Sie Ihr Zeugnis abholen. Am Abend lese ich ein Buch. Am Abend lese ich ein Buch. Am Montag gehe ich zur Arbeit. Am Montag gehe ich zur Arbeit. In plus Dativ wird mit Monaten, Jahreszeiten oder in der Form in der Nacht verwendet. In plus Monatsname Jahreszeit. Im ist in dem. Im Januar beginnt das neue Jahr. Im Januar beginnt das neue Jahr. In der Nacht ist es ruhig. In der Nacht ist es ruhig. Unsere nächste Sitzung ist im Mai. Unsere nächste Sitzung ist im Mai. Plus Akkusativ wird mit Uhrzeiten verwendet, zu bestimmten Zeiten des Tages. Plus genaue Uhrzeit. Ich gehe um 8 Uhr ins Bett. Ich gehe um 8 Uhr ins Bett. Der Zug fährt um 10 Uhr ab. Der Zug fährt um 10 Uhr ab. Wir treffen uns um 15 Uhr. Wir treffen uns um 15 Uhr. Vor plus Dativ wird verwendet,
um auf einen Zeitpunkt in der Vergangenheit zu verweisen, der vor einem anderen Zeitpunkt liegt. Vor plus Dativ gibt an, was vorher passiert. Vor der Arbeit macht sie Sport. Vor der Arbeit macht sie Sport. Ich habe vor einem Jahr in Berlin gewohnt. Ich habe vor einem Jahr in Berlin gewohnt. Vor dem Frühstück liest er die Zeitung. Vor dem Frühstück liest er die Zeitung. Sie hat vor kurzem ihren Job gewechselt. Sie hat vor kurzem ihren Job gewechselt. Nach plus Dativ wird verwendet, um auf einen Zeitpunkt in der Zukunft zu verweisen, der nach einem anderen Zeitpunkt liegt. Nach plus Dativ gibt an, was danach passiert. Nach der Arbeit möchte er sich mit seinen Freunden treffen. Nach der Arbeit möchte er sich mit seinen Freunden treffen. Er kommt nach der Arbeit nach Hause. Er kommt nach der Arbeit nach Hause. Ich werde nach dem Mittagessen spazieren gehen. Ich werde nach dem Mittagessen spazieren gehen. Nach dem Film gehen wir essen. Nach dem Film gehen wir essen. In plus Dativ wird verwendet, um auf eine Zeitspanne in der Zukunft zu verweisen, die nach einem bestimmten Zeitpunkt liegt. In plus Dativ gibt an, wie weit ein Ereignis aus jetziger Perspektive in der Zukunft liegt. In 2 Tagen fangen die Schulen an. In 2 Tagen fangen die Schulen an. In einem Monat haben wir Urlaub. In einem Monat haben wir Urlaub. In einer Stunde werde ich zu Hause sein. In einer Stunde werde ich zu Hause sein. In der nächsten Woche treffen wir uns wieder. In der nächsten Woche treffen wir uns wieder. Wie lange? Wir erklären die folgenden Präpositionen. Ab. Seit. Von an. Vom bis zum. Für. Über. Ab plus Dativ wird verwendet, um auf einen zeitlichen Anfangspunkt in der Zukunft hinzuweisen. Ab plus Dativ gibt an, wann etwas beginnt, ZB Uhrzeit, Monatsname, Jahr. Ab heute gehe ich ins Yoga Center. Ab heute gehe ich ins Yoga Center. Ab nächster Woche beginnt der Kurs. Ab nächster Woche beginnt der Kurs.
Ab dem 15. August ist das Schwimmbad wieder geöffnet. Ab dem 15. August ist das Schwimmbad wieder geöffnet. Ab 1. Januar gelten neue Regeln. Ab 1. Januar gelten neue Regeln. Seit plus Dativ wird verwendet, um ein Ereignis anzugeben, das in der Vergangenheit begonnen hat und bis in die Gegenwart andauert. Seit plus Dativ gibt an, wann etwas angefangen hat, das jetzt noch nicht beendet ist. Seit dem letzten Montag habe ich eine schwere Erkältung. Seit dem letzten Montag habe ich eine schwere Erkältung. Ich wohne seit einem Jahr in Berlin. Ich wohne seit einem Jahr in Berlin. Sie lernt seit 2020 Deutsch. Sie lernt seit 2020 Deutsch. Meine Kollegin ist seit Mittwoch krank. Meine Kollegin ist seit Mittwoch krank. Von an wird verwendet, um den Beginn eines bestimmten Zeitraums anzugeben. Es wird genutzt, um den Zeitpunkt zu bestimmen, an dem ein Ereignis oder eine Zeitspanne in der Zukunft oder Gegenwart beginnt. Von an wird verwendet, um anzugeben, wann etwas Bestimmtes oder ein Ereignis beginnt. Von nächster Woche an will er mit dem Rauchen aufhören. Von nächster Woche an will er mit dem Rauchen aufhören. Von Montag an arbeite ich im neuen Büro. Von Montag an arbeite ich im neuen Büro. Von Januar an gelten die neuen Preiserhöhungen. Von Januar an gelten die neuen Preiserhöhungen. Vom bis zum wird verwendet, um einen Zeitraum zu beschreiben, der von einem bestimmten Punkt beginnt und an einem anderen Punkt endet. Es wird verwendet, um den Beginn und das Ende eines bestimmten Zeitraums zu kennzeichnen. Von wird mit Dativ verwendet, um den Anfangspunkt zu kennzeichnen. Bis wird mit Dativ verwendet, um den Endpunkt zu kennzeichnen. Vom 10. bis zum 15. März findet das Fest statt. Vom 10. bis zum 15. März findet das Fest statt. Vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Vom Montag bis zum Freitag. Vom Montag bis zum Freitag. Vom 1. Juni bis zum 30. Juni haben wir Urlaub. Vom 1. Juni bis zum 30. Juni haben wir Urlaub. Für
plus Akkusativ ist eine Präposition, die verwendet wird, um einen bestimmten Zeitraum oder eine bestimmte Dauer zu kennzeichnen. Es wird mit Akkusativ verwendet, um auf eine Zeitspanne hinzuweisen. Für plus Akkusativ mit dem Akkusativ verwendet, um auf einen bestimmten Zeitraum hinzuweisen. Für eine Woche haben wir Urlaub. Für eine Woche haben wir Urlaub. Die Sitzung dauert nur für eine Stunde. Die Sitzung dauert nur für eine Stunde. Ich habe das Buch für 2 Wochen ausgeliehen. Ich habe das Buch für 2 Wochen ausgeliehen. Er arbeitet für eine große Firma. Er arbeitet für eine große Firma. Über plus Akkusativ als Präposition verwendet, um einen Zeitraum zu kennzeichnen, der sich von einem bestimmten Zeitpunkt zu einem anderen in der Zukunft erstreckt und normalerweise auf eine fortdauernde Zeitspanne hinweist. Es wird mit Akkusativ verwendet. Über plus Akkusativ verwendet, um einen Zeitraum zu kennzeichnen, der sich von einem bestimmten Zeitpunkt bis zu einem anderen in der Zukunft erstreckt. Ich warte schon über eine Stunde auf dich. Ich warte schon über eine Stunde auf dich. Wir haben über 2 Monate an dem Projekt gearbeitet. Wir haben über 2 Monate an dem Projekt gearbeitet. Er hat das Buch über den Sommer gelesen. Er hat das Buch über den Sommer gelesen. Das Hotel war über die Feiertage komplett ausgebucht. Das Hotel war über die Feiertage komplett ausgebucht. Lasst uns zusammen üben. Wie lange möchtest du nach Österreich gehen? Wie lange möchtest du nach Österreich gehen? Ich möchte für 2 Wochen nach Österreich gehen. Ich möchte für 2 Wochen nach Österreich gehen. Der neue Termin. Ergänzen Sie die Präpositionen und Artikel bzw. Artikelendungen, wenn nötig. Liebe Frau Müller, wir hatten 13. Oktober 12 Uhr einen Besprechungstermin zum Thema neue Marketingkonzepte vereinbart. Leider ist bei mir kurzfristig etwas dazwischen gekommen. Ich muss dies Tag nach Rom reisen. Könnten wir unsere Besprechung auf den 20. Oktober verlegen? Sollten Sie in der genannten Woche keine Zeit haben, ginge es auch. 27. Oktober oder 4. November. Mit besten Grüßen.
Siegbert Mega. Sie haben 10 Sekunden, um die Aufgaben zu lösen. Liebe Frau Müller, wir hatten am 13. Oktober um 12 Uhr einen Besprechungstermin zum Thema neue Marketingkonzepte vereinbart. Leider ist bei mir kurzfristig etwas dazwischen gekommen. Ich muss an diesem Tag nach Rom reisen. Könnten wir unsere Besprechung auf den 20. Oktober verlegen? Sollten Sie in der genannten Woche keine Zeit haben, ginge es auch am 27. Oktober oder am 4. November. Mit besten Grüßen. Siegbert Mega. Präpositionen mit dem Akkusativ sind Bindewörter, die mit Nomen verwendet werden und deren Kasus beeinflussen, sodass sie den Akkusativ annehmen. Heute werden wir 7 Präpositionen durchgehen, jeweils mit erklärenden Beispielen. Durch, für, gegen, ohne, bis, entlang. Die Präposition durch. Wir gehen durch den Tag. Wir gehen durch den Tag. Das Licht kommt durch das Fenster. Das Licht kommt durch das Fenster. Er hat den Ball durch das Tor geschossen. Er hat den Ball durch das Tor geschossen. Der Zug fährt durch den Tunnel. Der Zug fährt durch den Tunnel. Er hat den Job durch mich bekommen. Er hat den Job durch mich bekommen. Die Präposition für. Das Geschenk ist für dich. Das Geschenk ist für dich. Wir kämpfen für die Freiheit. Wir kämpfen für die Freiheit. Der Vater bemüht sich für seinen Sohn. Der Vater bemüht sich für seinen Sohn. Dieses Buch ist für Anfänger geeignet. Dieses Buch ist für Anfänger geeignet. Das Brot kriegst du für 1 Euro. Das Brot kriegst du für 1 Euro. Die Präposition gegen. Wir sind gegen die Entscheidung. Wir sind gegen die Entscheidung. Er spielt gegen die beste Mannschaft. Er spielt gegen die beste Mannschaft. Die ganze Welt ist gegen mich. Die ganze Welt ist gegen mich. Das Auto fährt gegen den Baum. Das Auto fährt gegen den Baum. Der Protest ist gegen die neuen Regeln. Der Protest ist gegen die neuen Regeln. Die Präposition ohne. Ich kann ohne dich nicht leben. Ich kann ohne dich nicht leben. Er hat das Haus ohne Schlüssel verlassen. Er hat das Haus ohne Schlüssel verlassen. Wir fahren nicht ohne unsere Freunde. Wir fahren nicht ohne unsere Freunde.
Sie geht nie ohne ihren Hund spazieren. Sie geht nie ohne ihren Hund spazieren. Niemand lebt ohne seinen Lohn. Niemand lebt ohne seinen Lohn. Die Präposition um. Wir sitzen um den Tisch. Wir sitzen um den Tisch. Die Party beginnt um 8 Uhr. Die Party beginnt um 8 Uhr. Die Kinder spielen um das Haus. Die Kinder spielen um das Haus. Er läuft um den See. Er läuft um den See. Der Lebensmittelladen ist um die Ecke. Der Lebensmittelladen ist um die Ecke. Die Präposition bis. Er arbeitet bis spät in die Nacht. Er arbeitet bis spät in die Nacht. Sie bleibt bis zum Ende der Party. Sie bleibt bis zum Ende der Party. Das Kind kann bis 10 zählen. Das Kind kann bis 10 zählen. Das Geschäft ist bis 20 Uhr geöffnet. Das Geschäft ist bis 20 Uhr geöffnet. Wir warten bis nächste Woche. Wir warten bis nächste Woche. Die Präposition entlang. Wir gehen den Fluss entlang. Wir gehen den Fluss entlang. Wir wandern den Bergpfad entlang. Wir wandern den Bergpfad entlang. Er fährt die Straße entlang. Er fährt die Straße entlang. Die Straße entlang gehen Menschen. Die Straße entlang gehen Menschen. Die Präpositionen mit dem Akkusativ. Durch. Für. Gegen. Ohne. Um. Bis. Entlang. Präpositionen mit dem Dativ sind Bindewörter, die mit Nomen verwendet werden und deren Kasus beeinflussen, sodass sie den Dativ annehmen. Heute werden wir 9 Präpositionen durchgehen, jeweils mit erklärenden Beispielen. Die Präpositionen mit dem Dativ. Aus. Bei. Mit. Nach. Von. Zu. Ab. Seit. Gegenüber. Die Präposition aus. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. Er trinkt aus der Flasche. Er trinkt aus der Flasche. Der Tisch ist aus Holz. Der Tisch ist aus Holz. Das Buch ist aus der Bibliothek. Das Buch ist aus der Bibliothek. Die Kinder kommen aus der Schule. Die Kinder kommen aus der Schule.
Die Präposition bei. Ich arbeite bei einer Firma. Ich arbeite bei einer Firma. Er wohnt bei seinen Eltern. Er wohnt bei seinen Eltern. Wir sind beim Arzt. Wir sind beim Arzt. Wir haben uns bei Tag und Nacht getroffen. Wir haben uns bei Tag und Nacht getroffen. Ich treffe ihn bei der Schule. Ich treffe ihn bei der Schule. Übersicht über die Präpositionen. 1. Von, woher? Gibt die Herkunft oder den Ausgangspunkt an. 2. Zu, wohin? Gibt das Ziel einer Bewegung an. 3. Bei, wo? Gibt den aktuellen Aufenthaltsort an. 1. Wo? Präposition, bei. Bei wird verwendet, um den Ort anzugeben, wo man sich gerade befindet. Es wird immer mit dem Dativ benutzt. Beispiele: 1. Person, Frage. Wo bist du? Wo bist du? Antwort: Ich bin bei meinem Freund. Ich bin bei meinem Freund. 2. Ort, Frage. Wo bist du? Antwort: Ich bin bei der Schule. Ich bin bei der Schule. 3. Aktivität, Frage. Wo bist du? Antwort: Ich bin bei der Arbeit. Ich bin bei der Arbeit. Die Präposition zu. Ich gehe zu meiner Oma. Ich gehe zu meiner Oma. Wir fahren zu einem Restaurant. Wir fahren zu einem Restaurant. Er geht zu Fuß zur Schule. Er geht zu Fuß zur Schule. Zu Ostern schenken wir den Kindern einen Korb voller Eier. Zu Ostern schenken wir den Kindern einen Korb voller Eier. Sie kommt zu mir nach Hause. Sie kommt zu mir nach Hause. Präposition zu. Zu wird verwendet, um das Ziel einer Bewegung oder Handlung anzugeben. Es wird immer mit dem Dativ benutzt. Beispiele: 1. Person, Frage. Wohin gehst du? Wohin gehst du? Ich gehe zu meinem Freund. Ich gehe zu meinem Freund. 2. Ort. Wohin gehst du? Ich gehe zu der Schule. Ich gehe zu der Schule. 3. Aktivität, Frage. Wohin gehst du? Ich gehe zu meiner Arbeit. Ich gehe zu meiner Arbeit. Die Präposition von.
Das Geschenk ist von meinem Freund. Das Geschenk ist von meinem Freund. Ich habe das Buch von meiner Mutter. Ich habe das Buch von meiner Mutter. Er spricht von seiner Reise. Er spricht von seiner Reise. Der Brief ist von der Lehrerin. Der Brief ist von der Lehrerin. Das ist das Handy von Klaus. Das ist das Handy von Klaus. Präposition von. Von wird verwendet, um die Herkunft oder den Ausgangspunkt einer Bewegung zu beschreiben. Es wird immer mit dem Dativ benutzt. Beispiele: 1. Person, Frage. Woher kommst du? Woher kommst du? Ich komme von meinem Freund. Ich komme von meinem Freund. 2. Ort. Woher kommst du? Ich komme von der Schule. Ich komme von der Schule. 3. Aktivität, Frage. Woher kommst du? Ich komme von der Arbeit. Ich komme von der Arbeit. Beispiele: Er geht zu seiner Großmutter. Er geht zu seiner Großmutter. Er ist bei seiner Großmutter. Er ist bei seiner Großmutter. Er kommt von seiner Großmutter. Er kommt von seiner Großmutter. Wir gehen zu einer Feier. Wir gehen zu einer Feier. Wir sind bei einer Feier. Wir sind bei einer Feier. Wir kommen von einer Feier. Wir kommen von einer Feier. Ich gehe zum Arzt. Ich gehe zum Arzt. Ich bin beim Arzt. Ich bin beim Arzt. Ich komme vom Arzt. Ich komme vom Arzt. Sie geht zu ihrem Lieblingscafé. Sie geht zu ihrem Lieblingscafé. Sie ist bei ihrem Lieblingscafé. Sie ist bei ihrem Lieblingscafé. Sie kommt von ihrem Lieblingscafé. Sie kommt von ihrem Lieblingscafé. Ich gehe zu meinem Kollegen ins Büro. Ich gehe zu meinem Kollegen ins Büro. Ich bin bei meinem Kollegen im Büro. Ich bin bei meinem Kollegen im Büro. Ich komme von meinem Kollegen aus dem Büro. Ich komme von meinem Kollegen aus dem Büro. Komm zu mir. Komm zu mir. Bleib bei mir.
Bleib bei mir. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Ich gehe zu Tom. Ich gehe zu Tom. Ich bin bei Tom. Ich bin bei Tom. Ich komme von Tom. Ich komme von Tom. Beim Einkaufen habe ich Martin getroffen. Sie ist gerade vom Sport gekommen und wollte zum Arzt. Beim Einkaufen habe ich Martin getroffen. Sie ist gerade vom Sport gekommen und wollte zum Arzt. Hallo Martin. Wie geht's? Woher kommst du denn? Hallo Martin. Wie geht's? Woher kommst du denn? Ich komme gerade vom Sport und muss jetzt schnell zum Arzt. Ich komme gerade vom Sport und muss jetzt schnell zum Arzt. Sehen wir uns heute Abend bei Martin auf der Party. Sehen wir uns heute Abend bei Martin auf der Party. Ja, klar. Aber vorher muss ich noch schnell zu IKEA. Ich brauche eine neue Lampe. Ja, klar. Aber vorher muss ich noch schnell zu IKEA. Ich brauche eine neue Lampe. Kannst du bei IKEA mal schauen, ob sie Sofas im Angebot haben? Kannst du bei IKEA mal schauen, ob sie Sofas im Angebot haben? Ja, gerne. Dann bis später. Ja, gerne. Dann bis später. Und? Wie war's beim Arzt? Und? Wie war's beim Arzt? Super. Es ist alles in Ordnung. Und du? Hast du bei IKEA etwas gefunden? Super. Es ist alles in Ordnung. Und du? Hast du bei IKEA etwas gefunden? Ja, und ich habe dir auch den neuen Katalog mitgebracht. Ja, und ich habe dir auch den neuen Katalog mitgebracht. Die Präposition mit. Ich gehe mit meiner Freundin ins Kino. Ich gehe mit meiner Freundin ins Kino. Er fährt mit dem Bus. Er fährt mit dem Bus. Sie spielt mit ihrem Hund. Sie spielt mit ihrem Hund. Ich fliege mit ihm nach Spanien. Ich fliege mit ihm nach Spanien. Wir kochen mit frischen Zutaten. Wir kochen mit frischen Zutaten. Die Präposition nach. Ich fahre nach Berlin. Ich fahre nach Berlin. Nach der Schule gehe ich nach Hause. Nach der Schule gehe ich nach Hause.
Er fragt nach dem Weg. Er fragt nach dem Weg. Nach dem Essen machen wir einen Spaziergang. Nach dem Essen machen wir einen Spaziergang. Die Präposition ab. Ab der nächsten Haltestelle musst du aussteigen. Ab der nächsten Haltestelle musst du aussteigen. Die Tickets sind ab sofort verfügbar. Die Tickets sind ab sofort verfügbar. Ab nächstem Jahr wird alles anders. Ab nächstem Jahr wird alles anders. Ab dem 25. Juli fangen die Ferien an. Ab dem 25. Juli fangen die Ferien an. Die Präposition seit. Ich lerne seit einem Jahr Deutsch. Ich lerne seit einem Jahr Deutsch. Er arbeitet seit 2 Monaten bei dieser Firma. Er arbeitet seit 2 Monaten bei dieser Firma. Sie wohnt seit 2015 in Berlin. Sie wohnt seit 2015 in Berlin. Seit dem Unfall fährt er kein Auto mehr. Seit dem Unfall fährt er kein Auto mehr. Die Präposition gegenüber. Das Café ist der Bibliothek gegenüber. Das Café ist der Bibliothek gegenüber. Mein Büro ist dem Park gegenüber. Mein Büro ist dem Park gegenüber. Die Bank liegt gegenüber dem Supermarkt. Die Bank liegt gegenüber dem Supermarkt. Gegenüber der Schule gibt es einen Kiosk. Gegenüber der Schule gibt es einen Kiosk. Mir gegenüber brauchst du dich zu schämen. Mir gegenüber brauchst du dich zu schämen. Unser Haus ist dem Bahnhof gegenüber. Unser Haus ist dem Bahnhof gegenüber. Die Präpositionen mit dem Dativ. Aus. Bei. Mit. Nach. Von. Zu. Ab. Seit. Gegenüber. Wechselpräpositionen. Wechselpräpositionen kommen manchmal mit Akkusativ. Manchmal mit Dativ. Welche Wechselpräpositionen gibt es? Im Deutschen gibt es 9 Wechselpräpositionen, die je nach Kontext zwischen Dativ und Akkusativ wechseln können. Diese Präpositionen zeigen entweder eine Bewegung, Akkusativ, oder einen festen Standort, Dativ, an. Hier sind die 9 Wechselpräpositionen mit ihren Verwendungen. An. Auf. Hinter. In. Neben. Über. Unter. Vor. Zwischen. Wir benutzen an, wenn wir am Wasser sind oder ans Wasser gehen. Auf die Frage, wohin, brauchen wir an plus Akkusativ. Beispiel:
Sie geht ans Meer. Sie geht ans Meer. Wir benutzen an auch für Wasser und die Frage, wo sind wir? Wenn wir am Wasser sind, dann brauchen wir auch die Präposition an, aber mit dem Dativ. Beispiel: Sie liegen am Strand. Sie liegen am Strand. Beispiele: Ich fahre ans Meer. Ich fahre ans Meer. Ich bin am Meer. Ich bin am Meer. Ich gehe an den Fluss. Ich gehe an den Fluss. Ich bin am Fluss. Ich bin am Fluss. Ich fahre an den See. Ich fahre an den See. Ich sitze am See. Ich sitze am See. Ich gehe an den Strand. Ich gehe an den Strand. Ich liege am Strand. Ich liege am Strand. Ich fahre an die Küste. Ich fahre an die Küste. Ich bin an der Küste. Ich bin an der Küste. Ich setze mich ans Ufer. Ich setze mich ans Ufer. Ich sitze am Ufer. Ich sitze am Ufer. Ich gehe an den Teich. Ich gehe an den Teich. Ich bin am Teich. Ich bin am Teich. Zusammenfassung: an, neben oder entlang von etwas wie dem Strand oder dem Fluss. Wir benutzen an auch bei Nomen von Gewässern, mehreren Seen, Flüssen und so weiter. Beispiele: Ich fahre an die Nordsee. Ich fahre an die Nordsee. Ich bin an der Nordsee. Ich bin an der Nordsee. Wir fahren ans Mittelmeer. Wir fahren ans Mittelmeer. Wir machen Urlaub am Mittelmeer. Wir machen Urlaub am Mittelmeer.
Wir fahren an den Bodensee. Wir fahren an den Bodensee. Wir sind am Bodensee. Wir sind am Bodensee. Wir benutzen die Präposition an auch für einen Kontakt oder Nähe, wenn dieser vertikal ist. Auf die Frage, wo, brauchen wir an plus Dativ. Einige Beispiele. Das Bild hängt an der Wand. Das Bild hängt an der Wand. Sie warten an der Bushaltestelle. Sie warten an der Bushaltestelle. Sie stehen an der Kasse. Sie stehen an der Kasse. Er sitzt am Fenster. Er sitzt am Fenster. Er kauft seine Fahrkarte am Schalter. Er kauft seine Fahrkarte am Schalter. Bei einer Bewegung, wohin, brauchen wir bei Kontakt oder Nähe die Präposition an mit dem Akkusativ. Beispiele: Er klopft an die Tür. Er klopft an die Tür. Sie geht an die Tür, weil es klingelt. Sie geht an die Tür, weil es klingelt. Er stellt den Schrank an die Wand. Er stellt den Schrank an die Wand. An benutzen wir normalerweise auch immer für Flughafen, Bahnhof, Tankstelle, Imbiss, Kiosk. Beispiele: Sie ist an der Tankstelle. Sie ist an der Tankstelle. Sie sind am Flughafen. Sie sind am Flughafen. Er wartet am Bahnhof. Er wartet am Bahnhof. Die Präposition an benutzen wir auch für die Wörter Grenze, Rand, Abgrund. Er steht am Abgrund. Er steht am Abgrund. Er sitzt am Beckenrand. Er sitzt am Beckenrand. An der Grenze wird der Pass kontrolliert. An der Grenze wird der Pass kontrolliert. Ich gehe an den See. Ich gehe an den See. Ich bin am See. Ich bin am See.
Sie läuft an den Park. Sie läuft an den Park. Sie sitzt am Park. Sie sitzt am Park. Er bringt das Geschenk an den Tisch. Er bringt das Geschenk an den Tisch. Er arbeitet am Tisch. Er arbeitet am Tisch. Die lokale Präposition auf. Die lokale Präposition auf wird im Deutschen häufig verwendet, um einen horizontalen Kontakt zwischen zwei Objekten auszudrücken. Die Präposition auf. Auf zeigt eine Position auf einer Fläche an. Mit Akkusativ wird verwendet, um Bewegung zu einer Fläche oder einem bestimmten Ort anzuzeigen. Mit Dativ wird verwendet, um den festen Standort auf einer Fläche anzuzeigen. Ich lege das Buch auf den Tisch. Ich lege das Buch auf den Tisch. Das Buch liegt auf dem Tisch. Das Buch liegt auf dem Tisch. Sie klettert auf den Baum. Sie klettert auf den Baum. Die Katze schläft auf dem Baum. Die Katze schläft auf dem Baum. Der Hund springt auf den Tisch. Der Hund springt auf den Tisch. Der Hund liegt auf dem Tisch. Der Hund liegt auf dem Tisch. Wir stellen die Koffer auf den Boden. Wir stellen die Koffer auf den Boden. Die Koffer stehen auf dem Boden. Die Koffer stehen auf dem Boden. Verwendung mit Orten und speziellen Ausdrücken. Auf wird auch verwendet, um Orte und bestimmte Ausdrücke zu beschreiben, insbesondere für geografische Begriffe wie Planeten, Länder und spezielle Orte. Neil Armstrong war der erste Mensch auf dem Mond. Neil Armstrong war der erste Mensch auf dem Mond. Wir wohnen auf dem Land. Wir wohnen auf dem Land. Verwendung mit Verkehrsmitteln und Tieren. Auf wird auch mit bestimmten Verkehrsmitteln und Tieren verwendet, bei denen du oben auf etwas sitzt. Er fährt auf dem Fahrrad. Er fährt auf dem Fahrrad. Sie reitet auf dem Pferd. Sie reitet auf dem Pferd. Auf dem Schiff gibt es viele Container. Auf dem Schiff gibt es viele Container. Auf benutzen wir auch für Terrasse und Balkon, zum Beispiel. Sie sitzen auf der Dachterrasse. Sie sitzen auf der Dachterrasse.
Ich stelle die Stühle auf die Terrasse. Ich stelle die Stühle auf die Terrasse. Sie bringt die Blumen auf den Balkon. Sie bringt die Blumen auf den Balkon. Sie feiern auf dem Dach. Sie feiern auf dem Dach. Wir benutzen auf für offene Flächen, also Flächen, die keine Tür haben, zum Beispiel Wiese, Feld, Rasen, Acker, Grundstück, Baustelle, Gelände, Hof. Sie liegen auf der Wiese. Sie liegen auf der Wiese. Sie spielen auf dem Rasen. Sie spielen auf dem Rasen. Er arbeitet auf der Baustelle. Er arbeitet auf der Baustelle. Die Spieler sind auf dem Feld. Die Spieler sind auf dem Feld. Wir benutzen auf auch bei Straße, Weg, Autobahn, Pfad und so weiter, wenn es keine Name ist. Das Auto steht auf der Straße. Das Auto steht auf der Straße. Wir benutzen auf auch für Plätze oder Märkte. Beispiele: Sie sind auf dem Spielplatz. Sie sind auf dem Spielplatz. Sie trainieren auf dem Sportplatz. Sie trainieren auf dem Sportplatz. Sie sind auf dem Jahrmarkt. Sie sind auf dem Jahrmarkt. Sie sind auf dem Flohmarkt. Sie sind auf dem Flohmarkt. Wir kaufen auf dem Markt ein. Wir kaufen auf dem Markt ein. Die Präposition auf benutzt man auch bei Orten, die höher sind oder höher liegen, wenn man nach oben geht. Zum Beispiel Turm, Berg, Gipfel, Bühne. Er ist auf dem Berg. Er ist auf dem Berg. Er ist auf dem Gipfel. Er ist auf dem Gipfel. Er steht auf der Bühne. Er steht auf der Bühne. Warst du schon einmal auf dem Eiffelturm?
Warst du schon einmal auf dem Eiffelturm? Die Präposition hinter. Hinter zeigt eine Position hinter etwas an. Ich gehe hinter das Gebäude. Ich gehe hinter das Gebäude. Ich bin hinter dem Gebäude. Ich bin hinter dem Gebäude. Wir fahren hinter das Auto. Wir fahren hinter das Auto. Wir stehen hinter dem Auto. Wir stehen hinter dem Auto. Er versteckt sich hinter dem Vorhang. Er versteckt sich hinter dem Vorhang. Der Hund rennt hinter den Garten. Der Hund rennt hinter den Garten. Der Hund schläft hinter dem Garten. Der Hund schläft hinter dem Garten. Die lokale Präposition in. Wir benutzen in für Räume oder für Orte, Gebäude und so weiter, die eine Tür haben. Auf die Frage wo, brauchen wir in plus Dativ. Ein paar Beispiele. Gebäude. Wir sagen, ich bin im Haus, in der Kirche, im Museum, im Theater und so weiter. Wir benutzen im auch für Geschäfte. Ich bin im Supermarkt, im Blumenladen, im Baumarkt oder ich bin in der Bäckerei. Wir benutzen in für Räume oder für Orte, Gebäude und so weiter, die eine Tür haben. Auf die Frage wo, brauchen wir in und Dativ. Ein paar Beispiele. Sie sitzen in der Bibliothek. Sie sitzen in der Bibliothek. Sie sind in der Küche. Sie sind in der Küche. Sie trainieren im Fitnessstudio. Sie trainieren im Fitnessstudio. Sie kauft im Supermarkt ein. Sie kauft im Supermarkt ein. Sie sind im Kino. Sie sind im Kino. Wir benutzen in auch für Park. Wir sagen im Park oder ich gehe in den Park. Hier ein Beispiel: Sie verbringen ihre Pause im Park. Sie verbringen ihre Pause im Park. Wir benutzen in für Räume oder für Orte, Gebäude und so weiter, die eine Tür haben. Auf die Frage wohin, brauchen wir in plus Akkusativ. Ein paar Beispiele. Ich gehe ins Restaurant. Ich gehe ins Restaurant. Er geht in die Schule. Er geht in die Schule.
Sie geht ins Bad. Sie geht ins Bad. Die Präposition in. In zeigt eine Position innerhalb eines Ortes oder Bereichs an. Ich gehe in die Stadt. Ich gehe in die Stadt. Ich bin in der Stadt. Ich bin in der Stadt. Er steckt den Brief in den Umschlag. Er steckt den Brief in den Umschlag. Der Brief liegt in dem Umschlag. Der Brief liegt in dem Umschlag. Sie zieht in eine neue Wohnung. Sie zieht in eine neue Wohnung. Sie lebt in einer schönen Wohnung. Sie lebt in einer schönen Wohnung. Ich gehe in die Küche. Ich gehe in die Küche. Ich bin in der Küche. Ich bin in der Küche. Wir benutzen wo vor allem, wenn etwas in etwas drin ist. Ein paar Beispiele mit der Frage wo und Dativ. Die Schuhe sind im Koffer. Die Schuhe sind im Koffer. Das Brot ist in der Tüte. Das Brot ist in der Tüte. Die Suppe ist im Topf. Die Suppe ist im Topf. Die Briefe sind in der Kiste. Die Briefe sind in der Kiste. Der Sand ist im Eimer. Der Sand ist im Eimer. Der Kaffee ist in der Kanne. Der Kaffee ist in der Kanne. Wir benutzen etwas in etwas legen, stellen oder gießen und so weiter. Dabei haben wir die Frage wohin. Und dann brauchen wir in plus Akkusativ. Ein paar Beispiele. Ich stelle die Teller in den Schrank. Ich stelle die Teller in den Schrank. Ich gieße den Kaffee in die Tasse. Ich gieße den Kaffee in die Tasse. Sie legt die Spielsachen in die Kiste. Sie legt die Spielsachen in die Kiste. Wir schieben die Pizza in den Ofen. Wir schieben die Pizza in den Ofen. Wir benutzen in auch für geschlossene Fahrzeuge mit Tür und Dach, wie zum Beispiel Flugzeug, Zug, Bus, Auto, Taxi, U-Bahn und so weiter.
Zum Beispiel mit Dativ. Wo bist du? Ich bin im Auto. Oder mit Akkusativ. Was machst du? Ich steige in den Bus. Sie sitzen in der U-Bahn. Sie sitzen in der U-Bahn. Sie sind im Bus. Sie sind im Bus. Sie steigen in die U-Bahn. Sie steigen in die U-Bahn. Wir benutzen in auch für Stockwerke. Zum Beispiel Die Bäckerei ist im Erdgeschoss. Die Bäckerei ist im Erdgeschoss. Ich wohne in der ersten Etage. Ich wohne in der ersten Etage. Frau Müller wohnt im zweiten Stock. Frau Müller wohnt im zweiten Stock. ich gehe ins dritte Obergeschoss. Ich gehe ins dritte Obergeschoss. Die Präposition neben. Neben zeigt eine Position neben etwas an. Sie fährt neben die Kirche. Sie fährt neben die Kirche. Sie sitzt neben der Kirche. Sie sitzt neben der Kirche. Wir laufen neben den Fluss. Wir laufen neben den Fluss. Wir stehen neben dem Fluss. Wir stehen neben dem Fluss. Der Hund rennt neben das Haus. Der Hund rennt neben das Haus. Der Hund schläft neben dem Haus. Der Hund schläft neben dem Haus. Er stellt den Stuhl neben den Tisch. Er stellt den Stuhl neben den Tisch. Sie arbeitet neben dem Tisch. Sie arbeitet neben dem Tisch. Die Präposition über. Über zeigt eine Position über oder eine Bewegung über etwas an. Der Vogel fliegt über den See. Der Vogel fliegt über den See. Der Vogel sitzt über dem Teich. Der Vogel sitzt über dem Teich. Der Flugzeug fliegt über die Stadt. Der Flugzeug fliegt über die Stadt. Das Licht ist über dem Tisch eingeschaltet. Das Licht ist über dem Tisch eingeschaltet. Er wirft den Ball über das Netz. Er wirft den Ball über das Netz. Der Spiegel hängt über dem Waschbecken.
Der Spiegel hängt über dem Waschbecken. Die Präposition unter. Unter zeigt eine Position unter etwas an. Er versteckt sich unter das Bett. Er versteckt sich unter das Bett. Der Ball liegt unter dem Bett. Der Ball liegt unter dem Bett. Wir stellen den Tisch unter das Fenster. Wir stellen den Tisch unter das Fenster. Der Tisch steht unter dem Fenster. Der Tisch steht unter dem Fenster. Sie läuft unter die Bäume. Sie läuft unter die Bäume. Die Katze schläft unter den Bäumen. Die Katze schläft unter den Bäumen. Die Präposition vor. Vor zeigt eine Position vor etwas an. Er rennt vor das Haus. Er rennt vor das Haus. Er sitzt vor dem Haus. Er sitzt vor dem Haus. Ich gehe vor die Tür. Ich gehe vor die Tür. Ich bin vor der Tür. Ich bin vor der Tür. Sie geht vor den Garten. Sie geht vor den Garten. Sie ist vor dem Garten. Sie ist vor dem Garten. Die Präposition zwischen. Zwischen zeigt eine Position zwischen zwei oder mehr Dingen an. Er läuft zwischen die Stühle. Er läuft zwischen die Stühle. Er sitzt zwischen den Stühlen. Er sitzt zwischen den Stühlen. Sie stellt den Tisch zwischen die Fenster. Sie stellt den Tisch zwischen die Fenster. Sie ist zwischen den Fenstern. Sie ist zwischen den Fenstern. Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über die 10 wichtigsten Präpositionen mit dem Genitiv im Deutschen. Viele Lernende finden den Genitiv schwierig, aber keine Sorge. Ich erkläre euch alles mit vielen Beispielen. Bleibt dran und lernt mit mir. 1. Während. Diese Präposition wird für gleichzeitige Handlungen oder Zeitangaben verwendet. Während des Unterrichts darf man nicht telefonieren. Während des Unterrichts darf man nicht telefonieren. Während der Nacht ist es ruhiger. Während der Nacht ist es ruhiger. Während meines Urlaubs habe ich viele Städte besucht. Während meines Urlaubs habe ich viele Städte besucht.
Während des Essens soll man nicht reden. Während des Essens soll man nicht reden. Während der Reise haben wir viele Fotos gemacht. Während der Reise haben wir viele Fotos gemacht. 2. Wegen. Diese Präposition zeigt einen Grund oder eine Ursache an. Wegen des Regens wurde das Fest verschoben. Wegen des Regens wurde das Fest verschoben. Wegen der Prüfung bin ich nervös. Wegen der Prüfung bin ich nervös. Wegen meiner Arbeit habe ich wenig Freizeit. Wegen meiner Arbeit habe ich wenig Freizeit. Wegen des Verkehrs bin ich zu spät gekommen. Wegen des Verkehrs bin ich zu spät gekommen. Wegen der Pandemie blieben viele Menschen zu Hause. Wegen der Pandemie blieben viele Menschen zu Hause. 3. Trotz. Diese Präposition drückt aus, dass etwas passiert, obwohl eine Schwierigkeit besteht. Trotz des schlechten Wetters gingen wir spazieren. Trotz des schlechten Wetters gingen wir spazieren. Trotz der Schmerzen spielte er weiter. Trotz der Schmerzen spielte er weiter. Trotz des hohen Preises hat er das Auto gekauft. Trotz des hohen Preises hat er das Auto gekauft. Trotz der Probleme haben wir eine Lösung gefunden. Trotz der Probleme haben wir eine Lösung gefunden. Trotz ihres jungen Alters ist sie sehr erfolgreich. Trotz ihres jungen Alters ist sie sehr erfolgreich. 4. Anstatt oder statt. Diese Präposition bedeutet, dass etwas ersetzt wird oder eine Alternative besteht. Anstatt des Zuckers nehme ich Honig. Anstatt des Zuckers nehme ich Honig. Statt der alten Möbel kaufte er neue. Statt der alten Möbel kaufte er neue. Anstatt eines Autos hat er ein Fahrrad gekauft. Anstatt eines Autos hat er ein Fahrrad gekauft. Anstatt des Busses nehmen wir die Bahn. Anstatt des Busses nehmen wir die Bahn.
Statt eines Urlaubs arbeitet er weiter. Statt eines Urlaubs arbeitet er weiter. 5. Außerhalb. Diese Präposition bedeutet, dass etwas außerhalb eines bestimmten Bereichs liegt. Außerhalb der Stadt ist die Luft frischer. Außerhalb der Stadt ist die Luft frischer. Außerhalb der Arbeitszeiten bin ich nicht erreichbar. Außerhalb der Arbeitszeiten bin ich nicht erreichbar. Außerhalb meines Hauses gibt es einen schönen Garten. Außerhalb meines Hauses gibt es einen schönen Garten. Außerhalb des Parks gibt es einen Parkplatz. Außerhalb des Parks gibt es einen Parkplatz. Außerhalb der Ferien ist das Hotel günstiger. Außerhalb der Ferien ist das Hotel günstiger. Innerhalb. Diese Präposition zeigt, dass etwas innerhalb eines bestimmten Bereichs ist. Innerhalb des Gebäudes gibt es viele Büros. Innerhalb des Gebäudes gibt es viele Büros. Innerhalb einer Woche werde ich dir Bescheid geben. Innerhalb einer Woche werde ich dir Bescheid geben. Innerhalb der Stadt gibt es viele Sehenswürdigkeiten. Innerhalb der Stadt gibt es viele Sehenswürdigkeiten. Innerhalb des Parks gibt es einen See. Innerhalb des Parks gibt es einen See. Innerhalb der Universität gibt es eine große Bibliothek. Innerhalb der Universität gibt es eine große Bibliothek. 7. Oberhalb. Diese Präposition zeigt, dass etwas höher als ein bestimmter Punkt liegt. Oberhalb der Stadt liegt ein schöner Aussichtspunkt. Oberhalb der Stadt liegt ein schöner Aussichtspunkt. Oberhalb der Wolken scheint die Sonne. Oberhalb der Wolken scheint die Sonne. Oberhalb der Straße gibt es eine Brücke. Oberhalb der Straße gibt es eine Brücke. Oberhalb der Bäume flog ein Adler. Oberhalb der Bäume flog ein Adler. Unterhalb. Diese Präposition zeigt,
das etwas tiefer als ein bestimmter Punkt liegt. Unterhalb des Berges liegt ein See. Unterhalb des Berges liegt ein See. Unterhalb der Brücke fließt ein Fluss. Unterhalb der Brücke fließt ein Fluss. Unterhalb des Hauses gibt es eine Garage. Unterhalb des Hauses gibt es eine Garage. Unterhalb des Fensters stehen viele Blumen. Unterhalb des Fensters stehen viele Blumen. Unterhalb der Stadt gibt es eine große Höhle. Unterhalb der Stadt gibt es eine große Höhle. Jenseits. Diese Präposition bedeutet, dass etwas auf der anderen Seite liegt. Jenseits des Flusses beginnt der Wald. Jenseits des Flusses beginnt der Wald. Jenseits der Berge liegt ein kleines Dorf. Jenseits der Berge liegt ein kleines Dorf. Jenseits der Grenze beginnt ein anderes Land. Jenseits der Grenze beginnt ein anderes Land. Jenseits der Straße gibt es ein altes Schloss. Jenseits der Straße gibt es ein altes Schloss. Jenseits des Sees liegt eine Insel. Jenseits des Sees liegt eine Insel. Diesseits. Diese Präposition bedeutet, dass etwas auf der näheren Seite liegt. Diesseits des Flusses gibt es viele Häuser. Diesseits des Flusses gibt es viele Häuser. Diesseits der Grenze befindet sich unser Land. Diesseits der Grenze befindet sich unser Land. Diesseits des Waldes liegt unser Haus. Diesseits des Waldes liegt unser Haus. Diesseits des Sees gibt es einen Campingplatz. Diesseits des Sees gibt es einen Campingplatz. Diesseits der Brücke gibt es einen kleinen Park. Diesseits der Brücke gibt es einen kleinen Park.